Hallo, ich bin Henning von Voss Spezialrad, dem Montagu-Experten seit 1998 und heute stelle ich euch die Marke Montagu erstmalig in einem Video vor. Ich gehe ein bisschen auf die Geschichte von Montagu ein. Wir lernen die verschiedenen Kategorien der Full-Size Folding Bikes von Montagu kennen und ihr werdet erfahren, warum ich so begeistert von dieser Marke bin. Also viel Spaß bei diesem Video. Ja, Montagu. Erst einmal, der Name ist hier Programm insofern, als dass die Marke aus Amerika kommt. Das heißt, wir haben es mit Harry Montagu und David Montagu zu tun. Harry ist der Vater, der 1987 zusammen schon mit seinem Sohn, der in Boston studierte, dieses Fahrrad entwickelt hat. Seinerzeit aber noch als eine sogenannte B-Frame-Variante. Das war ein klassischer Dreiecksrahmen, eine Dreiecksrahmengeometrie mit einem schon jetzt auch damals schon integrierten Faltmechanismus im Sattelrohr. Wir selbst sind erst Ende der 90er zu Montagu gestoßen und haben tatsächlich das Deutschlandgeschäft übernommen oder durften es übernehmen. Und zu dieser Zeit kam dann diese neue Rahmengeometrie raus, die uns heute beschäftigt und wo ich auch heute im Detail drauf eingehen werde. Montagu hat eine sehr bewegte Geschichte. Sie sitzen in Boston, im Osten der USA und entwickeln eben diese Fahrräder und waren unter anderem Sponsor der Olympischen Spiele in Atlanta, in Amerika bei den Sommerspielen. Und sie hatten tatsächlich mit diesem Rahmenmodell der DARPA, dem Verteidigungsministerium der USA, einen Gewinn tatsächlich einheimsen können, weil zu dieser Zeit die Frage war, wie man Fahrräder taktisch auch einsetzen kann. Und der Name Paratrooper ist da bezeichnend. Es sind dann tatsächlich Fallschirmspringer-Fahrräder konstruiert worden in Mitte der 90er Jahre, die speziell auch für diesen Einsatz eben bei den US Marines eingesetzt wurden. 1999, und da kamen wir als Voss Spezialrad ins Spiel, war es dann soweit, dass die zivile Variante der Version auf den Markt kam. Und im Prinzip sind wir heute noch sozusagen in dieser Linie drin. Allerdings seit 1999 hat sich einiges an der Technik verfeinert, geändert und da gehen wir später im Detail drauf ein. Ja, was haben wir für verschiedene Kategorien? Erst einmal, Montagu ist der erste und einzige Hersteller, der ausschließlich große faltbare Räder baut. Alle anderen Faltradhersteller haben im Prinzip ihren Hauptfokus auf den Kleinrädern und ergänzen ihr Programm, damit sie da auch noch ein bisschen graben können, um große Räder. Das ist an sich erstaunlich, weil wir müssen ja erkennen, dass große Fahrräder natürlich von den Laufeigenschaften anders daherkommen als kleine. Ich als großer Brompton-Fan würde natürlich nie behaupten, dass kleine Räder schlecht fahren. Aber ein großes Rad hat natürlich durchaus Vorteile. Wenn, und das ist natürlich eine entscheidende Frage, genug Platz da ist, um so ein Faltformat auch unterzubekommen. Montagu hat drei Kategorien als Fahrrad, also in dem Faltradsegment. Und da haben wir zum einen eine der erfolgreichsten Segmente und woher auch diese Rahmenform kommt und das System, das sind die Mountainbikes. Bei den Mountainbikes gibt es vier verschiedene Modelle. Das ist einmal das Paratrooper, das Paratrooper Pro, was wir hier sehen, das Highline und als krönender Abschluss das Elite. Im Detail gehen wir in einem weiteren Video darauf ein, was wir später hier auch verlinken werden. Dann gibt es die City- und Trekking-Varianten. Die sind etwas später gekommen und zeichnen sich dadurch aus, dass die Bereifung etwas dünner ist, dass wir hier 700C Bereifung haben, also eher ein 28 Zoller, wohingegen bei den Mountainbikes 26 Zoll bzw. 27,5 Zoll möglich sind. Haben wir hier etwas filigranere Reifen,
und eine etwas filigranere Rahmenoptik, die eben auch eine Geschmackssache ist. Von der Technik, von der Stabilität her tun sie sich nichts, wie es funktioniert auch nicht, nur die Optik ist hier etwas aufgeräumter, etwas lockerer, etwas luftiger, was auch dem Einsatz als Trekking und als Cityfahrrad ja, Genüge tut und dort auch besonders gut passt dann natürlich. Und als besondere Neuheit haben wir seit 1,5 Jahren das ME1 und hiermit eben auch das erste Faltpedelec mit 28 Zoll Bereifung und eben auch mit einem Mittelmotor Shimano 6100 verbaut. Also alles, wie man es von einem normalen, gut ausgestatteten Pedelec gewohnt ist, jetzt eben auch als Faltmodell. Da bin ich wirklich besonders erfreut drüber, dass Montagu im ersten Wurf gleich in diese Richtung gegangen ist. Das gemütliche, das relaxte City-Fahrrad, wo man tatsächlich entspannt drauf fahren kann. Und das ist für Amerikaner, da komme ich vielleicht noch mal später im Detail drauf zu, etwas Besonderes, an einen Gepäckträger, an Beleuchtung zu denken, an eine aufrechte Sitzposition, an einen tiefen Durchstieg. Ist nicht unbedingt die Stärke jetzt, weil die Fahrradkultur in Amerika eine andere ist als hier bei uns in Deutschland. Ja, und nach einer kurzen Umbauphase bin ich wieder hier. Das Wichtigste bei einem Faltrad ist natürlich, wie faltet es. Und ich möchte es anhand des Navigators, also einem Trekking-City-Fahrrad, gerne einmal demonstrieren. Das erste, was wir tatsächlich tun, ist, dass wir den Gepäckträger als Ständer nutzen, um von da aus eben alle weiteren Faltschritte machen zu können. Das ist der Rear Rack oder Rackstand, das Rackstand-System von Montagu, ein 20 Kilo Gepäckträger, den man mit Seitentaschen beladen kann, wo wir das Schutzblech dran integriert haben und an dieser Stelle eben einen Mechanismus integriert haben, dass wir den Gepäckträger runterschwenken können und gleichzeitig eben damit einen Ständer haben. Eine ganz tolle Entwicklung, die es seit 3-4 Jahren bei Montagu gibt. Toller Punkt. Dann wird beim Montagu das Vorderrad rausgenommen. Da lösen wir den Schnellspanner, ziehen das Vorderrad raus und stellen es erst einmal so ab. Das Schöne ist, es steht dadurch, dass es eben auf dem Gepäckträger stabil gehalten wird. So, und jetzt kommt das sogenannte FIT-System, das Full Integrated Folding System. Das ist an dieser Stelle zu sehen. Wir lösen diesen Mechanismus, drücken es rein und an der Stelle können wir es dann ganz einfach umklappen. So, und das Schöne ist, es steht weiter das Montagu. Es gibt dann hier einen Klettstreifen. Den kann man so abrollen, damit es dann auch nicht auseinanderfällt. Und ich drehe es mal ein bisschen, damit die Kamera es sieht. Das Schutzblech lässt sich auch falten, indem man die Rändelschraube löst, ein bisschen bewegt und dann runterklappt und dann wieder festmacht. So, als Zubehör gibt es Faltpedalen. Standardmäßig sind unterschiedliche Standardpedalen dran, je nach Kategorie. Hier haben wir eben ein leichtes Tracking-Pedal. Dann gibt es dafür eine Tasche, wie wir hier im Hintergrund sehen können. Und dort ist ein Extrafach für das Vorderrad dann auch, sodass man das direkt mit verstauen kann. Oder man macht es eben auch mit einem Klettverschluss direkt am Rahmen an dieser Stelle mit fest. So, und aufgrund dieses Faltmechanismus können wir schon erkennen, dass das Fahrrad kompakt ist. Ich nehme nachher auch nochmal ein Zentimetermaß und wir gehen nochmal in die Details, weil da gibt es auch häufig die Frage, wie groß ist es denn? Beim Brompton ist es einfach, es ist so klassisch und quadratisch gut. Hier sieht man, es läuft an verschiedenen Fällen dicker, dünner auseinander. Da jetzt konkret zu sagen, so groß ist es, ist schwierig, aber man kann natürlich, und das machen wir gleich mal, mit einem Zentimetermaß da schon weiterhelfen. Ja, und das war einmal das Falten in die Richtung und wir machen es nochmal in die andere, damit jeder sieht, dass das auch keine Hexerei ist. Einmal lösen wir dieses Teil, ich wickel es immer gerne gleich wieder auf. Dann hängt es nicht runter. Wir haben den ersten Faltschritt, dass das Fahrrad steht. Ich mache das hier dran, nehme dieses Teil, schiebe es hoch, löse es ein bisschen, um es hochschieben zu können. Zack. So, dann nehmen wir das Vorderrad, achten darauf, dass die Bremsscheibe auf der richtigen Seite ist und schieben es mit ein bisschen Übung so rein,
machen den Schnellspanner zu, richten den Sattel, klappen den Gepäckträger hoch und haben dann wieder das fertige Fahrrad. Ja, und hier halte ich meinen Zollstock in der Hand. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieses Paket kein Quadrat ist. Wir haben, wenn wir hier vorne messen und noch Faltpedalen dran hätten, ein extrem schmales Maß. Aber wir gehen jetzt einmal natürlich an die dickste Stelle hier. Ich stecke mal den Zollstock hier durch, nehme mal hier Maß. Und wenn die Kamera gleich mal rumkommt, dann sehen wir, dass wir hier gut 40 cm haben an der Stelle. Das ist dann gut gemessen. Dann kommen wir zur Höhe des Maßes. Jetzt können wir natürlich sagen, den Sattel kann man fairerweise tatsächlich sehr einfach rausnehmen. Wir haben hier einen Punkt, wir haben hier einen Punkt. Wir gehen mal hier vorne ran und schauen uns an, dass wir mit 71 cm gut hinkommen. Und wenn wir das Ganze hier hinten noch einmal tun, ich stecke hier einmal das Maßband rein, den Zollstock rein. Ja, dann kommen wir hier auf 78, 77 cm in der Höhe mit dem Vorderrad. So, dann kommen wir zur Länge. Ich stecke das Teil hier wieder rein. Da haben wir hier vorne den Ausgangspunkt. Wir legen es einmal hier an und sehen, dass wir die 90 cm hier an der Stelle gut haben. So, aber unsere Empfehlung ist an dieser Stelle ganz klar, wenn die Maße in etwa passen, wo man es reinstecken möchte, reinlegen möchte, dann sollte man einen Versuch starten und eben das Fahrrad mit den Möglichkeiten des Stellens und Legens einmal mitnehmen, ausprobieren. Wenn es grundsätzlich passen könnte, ist das eine Option, die ich auf jeden Fall empfehle. Ja, und jetzt kommen wir zum Gewicht. Auch eine schöne Parkposition so, für die, die es eher hoch haben und eben nicht so breit. Die Modellvariante entscheidet natürlich darüber, wie schwer das Rad ist, aber wir haben hier die Tendenz, dass wir hier die 12, was hat er hier? 12,2. Dazu kommt natürlich das Vorderrad und beim Vorderrad haben wir, das habe ich vorher schon einmal gemessen, 2 Kilo. Dann sind wir also bei zwischen 14,5, 15 Kilo mit diesem Modell hier. Das ist einmal ein guter Anhaltspunkt, wie gesagt. Immer selbst nochmal rangehen, wo muss es reinpassen, was ist tatsächlich mein engster Punkt. Vielleicht dann mal anrufen und wir können schauen, ob es an der Stelle dann passen würde oder nicht, wenn man es ein bisschen verkantet. Oder wie gesagt, man lässt es sich kommen. Am Ende ist es dann auch kein Problem, wenn man es wieder zurückschicken muss, weil es nicht passt. Nur grundsätzlich sollte man diese Maße natürlich im Kopf haben, 74, 90, 40, so für diese Kategorie der Trekkingräder. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr interessiert seid, wie nun die einzelnen Kategorien aussehen, dann schaut euch eines unserer weiteren Videos an, die wir hier gerne verlinken. Bis bald, euer Henning. Und ich freue mich natürlich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr einen Daumen hoch macht oder ein Abo hinterlasst. Tschüss.